Das ist unser YouTube-Kanal, Blading Class. Für das erste Video habe ich einen Trick ausgesucht, den ich selber seit Ewigkeiten versuche. Manchmal klappt er besser, manchmal schlechter. Manchmal kriege ich vorne gegriffen, was ganz cool ist, an anderen Tagen nicht. Das ist Tagesperformance abhängig und wir versuchen uns jetzt mal an dem sagenumwogenen Rocket Fish. Der ist ziemlich geil, sieht mega krank aus und vor allem ja, ihn anzuspringen, sich das zu trauen, ist wahrscheinlich so die größte Herausforderung. Aber wenn man ein bisschen rumprobiert und ja, wir haben dann einen super Weg gefunden, wie man es safe machen kann und das will ich euch mal zeigen. Um den Trick zu machen, habe ich mir diese Box hier ausgesucht. An der habe ich es auch zum ersten Mal probiert damals und hat relativ gut geklappt. Deswegen nehmen wir die jetzt gerade mal zum Zeigen. Genau. Oh, ich bin echt aufgeregt, mein erstes YouTube-Video. What the fuck? Aber das kriegen wir hin. Und beim nächsten Mal sind dann meine Jungs auch mit am Start, dann wird es sicher noch witziger. Aber so für den ersten Schuss mal, um es mal auszuprobieren, die Plattform an sich, ja, gehe ich das jetzt mal in meinen Eingang an. Genau. Ich habe heute eine Sonnenbrille am Start. Sometimes you gotta say, what the fuck? Make your move. Und ganz wichtig, zieht euch Schoner an bei allen euren Tricks. Ja, es gibt auch Videos von mir, wo ich mal ohne Schoner fahre. Nicht geil. Vor allem, wenn es um die Kids geht. Denkt nur mal an die Kinder. Könnte vielleicht ausnahmsweise mal jemand an die Kinder denken. Die würde ich nie ohne Schoner fahren lassen. Klar, wenn ihr mal was Cooles für einen Clip machen wollt, ja. Kann man auch mal drüber hinwegsehen kurz, aber dann muss das Ding sitzen, dann muss man den in Perfektion können. Ansonsten, scheiße, ja. Aber jetzt fangen wir mal an, oder? Ich will euch ja nicht auf die lange Folter spannen. Genau. Also ich ziehe eine Sonnenbrille auf, ganz wichtig. Und Ellenbogenschoner sollte man anziehen und Handgelenkschoner und einen Helm, Knieschoner, klar. Schienbeinschoner bei Quines, ganz wichtig, wenn es um Quines geht. Ja, also ziehen wir uns mal an, machen wir uns mal fertig. Ja, mein Zeug da hinten deponiert, ganz clever. Wow. So. Schoner sind fest, es kann losgehen. Push the trucks up to 3-ton trucks at 50 kilometers an hour. And then, of course, with the boards. A 3-ton truck ran into you at 50 kilometers an hour? 8. Boah, ich bin echt aufgeregt. Also, da haben wir die Box. Ihr seht ja, ihr seht mich, ihr seht die Box. So, wie komme ich jetzt am besten in die Position? Ich muss das Ding ja anspringen. Das heißt, mein einer Fuß, seht ihr, ich krieg das kaum hin. Ich muss hier unter meinem Popo. Und dann muss ich so in eine Situation kommen, dass ich so sitze. Huiuiui. Und dann noch am besten meinen anderen Fuß greife. Ihr seht schon, das ist ziemlich, ja, nicht so geil. Nicht so geil, so die ersten YouTube-Erfahrungen. Ja, bei Instagram, da filme ich mein Zeug. Stehe immer hinter der Kamera, sehe immer, was passiert. Jetzt habe ich hier laufen lassen, habe hier Show gemacht. Habe hier die ganze Zeit meine Tricks ausprobiert und es lief echt gut, glaube ich. Ich glaube, ich hätte da echt einen coolen Content gehabt. Hey, und dann war die Kamera die ganze Zeit aus. Deswegen kann ich das jetzt alles nochmal machen. Ich hoffe, der Akku hält überhaupt noch so lange, der hat jetzt noch 69%. Aber wir versuchen es. Genau. Also, ich weiß nicht, ob ich schon über Schoner erzählt habe. Ich glaube, das hatte ich schon. Deswegen gehen wir jetzt mal direkt zur Box, gucken uns das Ganze mal an. Genau. Sorry. Nochmal filmen. Schöne Scheiße. Okay, hey, und ich bin schon echt oft auf dem Arsch gelandet, von daher habt ihr aber alles nicht gesehen, habt ihr nichts verpasst. Genau. Gehen wir mal rüber zur Box. Das ist die Box. Hey, Kamerafreund. Sehr gut, voll gut. Komm mit. Ja, okay. So eine Box braucht ihr am besten. Sind das 20 cm, so ich gut greifen kann, könnte aber auch breiter sein. Genau, und wenn wir den Trick jetzt anfangen, dann springen wir nicht einfach drauf. Das wäre mich ziemlich scheiße, ich glaube, der wird uns ziemlich zerlegen. Hab ich schon gesehen, hab ich schon gemacht. Wird dir nicht gefallen. Wir fangen an
die Hände zu benutzen, zu greifen und versuchen unseren Blade, und zwar den linken, unter den Arsch zu bekommen. Also Zeug muss man machen, um Rockfish zu lernen. Genau. Nichts im Internet so gefunden, aber darum sind wir jetzt hier. Also, sehr gut. Box greifen. Seitlich wie bei so einem Hechtsprung. Heißt es Hechtsprung? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Leichtathlet. Ihr kennt das Ding aus der Schule. Man nimmt die Hände so. Das heißt auf keinen Fall Hechtsprung. Egal. Ihr nehmt die Hände so und dann steuert ihr euren Körper hoch. Aber anstatt mit den Füßen rüber zu gehen, nehmt ihr den und klappt ihn hinter euren Popo. Und versucht auf diesem Coping zu landen. Und das probieren wir jetzt mal. Das ist so mit Abstand der leichteste Weg, um diesen Trick zu lernen. Und so gehen wir das Stück für Stück ran. Wir sitzen easy drauf. Und ja, dann geht es auch. Was es manchmal gibt, ist, dass es hier unten anfängt weh zu tun, weil man immer mit dieser Stelle, immer mit der gleichen Stelle vor allem, auf dieser Schnalle landet. Das tut weh nach der Zeit. Aber auf die Art und Weise lernen wir den Trick. Da hüpfen wir jetzt easy rein. Und mehr ist es nicht. Und so üben wir das Ganze. Wir wiederholen so oft wie es geht. Und umso mehr wir damit vertraut werden, das Anspringen, umso mehr können wir es parallel anfahren. Dadurch kommt dann das Rutschen nach vorne. Und jetzt, wenn wir den so können, versuchen wir leicht parallel zur Box zu fahren, wirklich langsam. Wir müssen da uns noch nicht alles geben. Das kommt später mal, wenn man das echt verinnerlicht hat. Denn ja, also nicht wie bei mir, aber trotzdem. Ich denke, ich werde in Zukunft viele Videos sehen, wo Leute Fishbrain, Rocket Fishbrain wieder machen. So ein Oldschool-Trick. Also, wir fahren langsam auf die möglichst parallel, springen es an, versuchen möglichst lange die Pose zu halten und versuchen wieder runterzugehen. Das nächste Ziel. Das war jetzt schon ohne Hände, in der richtigen Pose und vielleicht 30 cm gerutscht. Wir kämpfen hier um jeden Zentimeter. Für ein paar Zentimeter zerreißen wir uns selbst und jeden, der dazugehört, in Stücke. Fühlt sich cool an. Macht's wirklich. Megatrick. Und relativ easy zu lernen. Excuse me! Excuse me! Hey, asshole! Und an guten Tagen kann man ihn auch noch greifen. Und wenn man das übt, jung und dynamisch ist, was ich jetzt nicht bin, dann kann man das Ding auch echt weit rutschen. Genau. Und wenn ich jetzt in Zukunft viel Zeit investiere in diesen Trick, dann wird er gut. Dann wird er echt gut. Ich versuche irgendwie nur noch ein bisschen Emil noch hinterher zu schaukeln. Der zieht weg wie eine Rakete. Aber ja, hey, dafür bin ich als Dad da, ihm zu erklären, wie er auch heftige Tricks easy machen kann. Wie er auch heftige Tricks easy ausführen kann. Und ja, immer möglichst mit dem Aspekt, hey, ich bin sicher. Und vor allem, selbst wenn ihr den später in Perfektion könnt, wenn ihr den über 1 Meter anspringt und dabei noch mit den Füßen schraubt, wie geil, dann, selbst dann, ist es cool, den Trick so zu lernen, weil falls es mal nicht klappt, wisst ihr, wo eure Hände sind und wie ihr euch retten könnt. Das bekommt man, glaube ich, nur das Feeling für eine Rettung von einem Trick. Bekommt man, glaube ich, nur, wenn man es auf so eine Art und Weise lernt. Dann habe ich immer das, ich weiß genau, wow, wenn es nicht klappt, mit dem Arsch oder auch mal so. Total egal, aber nicht dieses unkontrolliert wegfallen. Das hat da keinen Bock drauf. In einer Quarter mit 3 Meter Höhe. Fuck. Deswegen easy. Und ich wäre mega gespannt, wirklich mega gespannt. Dafür nehme ich die Brille ab, gucke ernst in die Kamera. Leute, ihr da draußen, genau. Leute,
Schreibt mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen mit dem Trick habt, ob ihr ihn könnt, ob ihr ihn nicht könnt, ob das auch ein großer Traum von euch war, den zu können. Also bei mir war es immer so, es war einer von diesen Tricks in Word. Boah, genauso wie ein Fishbrain, ein Rocked Fishbrain. Das war halt immer so dieser Trick in den späten 90ern, wo man sich dachte, geil. Und jetzt, Jahrzehnte später, durch meine Jungs, komme ich nochmal in den Bereich, wo ich sagen kann, ich probiere es jetzt nochmal mit dem Bladen und übe mich jetzt oder versuche mich mal an solchen Tricks. Und klar, es dauert, man macht seine Erfahrung und ich habe da auch echt, wie soll ich sagen, ja, es ist komisch. Ich sehe den Sport ganz anders. Ich habe mir früher das Handgelenk gebrochen, Unterarm gebrochen, Rippen gebrochen bei dem Sport und jetzt durch meine Jungs, durch die Sichtweise wirklich da sauber und safe ranzugehen und nicht mehr kopflos in Treppen reinzuspringen und so ein Zeug zu machen. Ja. Ich muss dazu auch sagen, hey, ich war nie jemand, der Sachen angesprungen hat zum Grinden und so. Der Zeit, wo ich noch gefahren bin, da hatten wir 4x80er Rollen, 4x72er Rollen. Das waren die ersten Razor Skates. Das ist heute die Marke Razors, die hießen früher Sunshine Razor Skates, Surfhersteller Sunshine. Mit Razors irgendwie zusammen, keine Ahnung wie auch immer. Mit denen hatten wir angefangen, da hatten wir auch noch die Watches Lowrider, aber es waren alles nicht Schuhe wie heute. Es waren Fitness-Skates im Endeffekt mit einem sehr harten Boot und großen Rollen und einer Aluschiene und dann in der Mitte so einen weißen Block, den man nie benutzt hat. Er ist bei mir, glaube ich, einen Kratzer bekommen. Man ist 360s gesprungen, mal ein 540. Sowas war klar, sowas ging. Treppen reingesprungen, Treppen runtergefahren. Die ganzen Oldschool-Sachen, aber dieses mit dem Grinden, das ist schon echt geil, aber ja, ich hatte am Anfang mega Schiss vor, muss ich echt sagen. Weil das halt ein Gebiet war, wo ich mich nie rangetraut habe. Und jetzt durch die Jungs, dadurch das Emil, der zieht halt wie verrückt, der will, der macht, der tut, der probiert rum. Mega cool, ich sitze dann daneben, ich sag ihm dann noch, hey, mach deinen Fuß ein bisschen anders oder gib ihm mal die Hand, halt mal seine Hand dabei und wir gehen zusammen an die Sachen ran. Und Anton, der lernt das jetzt so nach und nach spielerisch. Aber ja, es ist wirklich was anderes und jetzt ich mit meinen 37 Jahren, da sind die Knochen einfach nicht mehr wie bei einem 20-Jährigen und bei einem 15-Jährigen. Und man geht bedacht an die Sache ran und deswegen halt auch diese Systeme Stück für Stück rumprobieren. Ein paar machen wir jetzt noch. Ich weiß nicht, wie viel ich aushalte. Ich weiß nicht, wie viel Akku das Ding jetzt noch hat. Ein paar machen wir jetzt noch. Einen würde ich heute mal gerne richtig raushalten. Der war schon geil. Der war echt schon besser. Jetzt noch ein so. Festhalten! Ich mache jetzt hier keine Werbung und so, aber ich muss echt sagen, das Zeug ist der Hammer. Bei unserem Trip zum Jakob hoch, von Jakobs Papa bekommen. Der Hammer. Marc, hey, nochmal vielen Dank. Dazu zieht der alte Mann nochmal seine Brille ab, geht auf die Knie und sagt, Marc, fuck, vielen Dank. Aber ohne das, egal. Marc, vielen Dank. Mega geiles Zeug, rutscht wie Huberts. Schön einsmollern ist. Wie geil ist halt duftet. Ei. So, jetzt haben wir hier Eis. Schön, dass du wieder weg warst, egal. Wir haben jetzt hier Eis. Eis. Könnt ihr mal aufhören, mir auf den Arsch zu schauen? Was stimmt denn mit euch? Showtime. Und dabei duftet es geil nach Zitrus. Ja, und so wird er langsam, so wird der geil, der Trick. Also, ihr könnt euch merken, ihr nehmt die Technik, die ich euch gerade gezeigt habe, in Kombination mit dem Wachs vom Marc und das macht.
Der war nicht schlecht, oder? Der war geil. Habt ihr gesehen, die Hand ging in die Richtung? Nur einen mit Hand. Die Hand hat berührt. Alle gesehen, ganz kurz dran gewesen. Habt ihr gesehen, wie ich danach gegriffen habe? Wie so ein Geier. Hey, ich bin da kein Experte, auf keinen Fall. Ich finde nur, auf die Art und Weise wird so ein Trick, der echt schwer ist, mega spektakulär aussieht, greifbar für jeden. Das möchte ich einfach mit euch teilen. So, meine lieben Leute, ich bin mega im Sack. Scheiße ist der. Ich muss mir die Kraftausdrücke abgewöhnen, genau. So. Auf alle Fälle. Bei der Hitze heute echt eine Qual. Hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe wirklich, dass ihr was mitnehmen konntet und dass ihr eventuell auch jetzt die Muße habt, diesen Trick zu machen. Ich würde mich unendlich freuen, wirklich unendlich freuen, wenn ich ein paar Clips sehen würde von euch, wie ihr die Tricks macht. Entweder hier bei YouTube, ist das da oben irgendwo, keine Ahnung. Auf jeden Fall, oder bei Instagram. Genau, Fraplicious. Und ja, hat Spaß gemacht. Wenn das ankommen sollte, wenn ihr sagt, okay, hey, cool und so, darauf haben wir gewartet. Ein Kanal, wo uns jemand erklärt, erklärt ist immer so blöd, aufzeigt, wie man auch Tricks, die echt ziemlich abgespaced aussehen, einfach umsetzen kann. Hey, dann kommt wieder vorbei. Abonniert die Glocke. Die ist, glaube ich, da oben. Ne, abonnieren ist unten. Abonniert unten. Glocke oben, keine Ahnung. Ich bin nicht so der YouTuber, aber noch nicht. Vielleicht wird es ja noch. Und für die anderen Clips dann in Zukunft, da sind hier meine beiden Jungs am Start. Die hauen krassen Scheiß raus. Und da könnt ihr mal gucken und so. Und ich glaube, Emil kann uns richtig kranke Tricks zeigen. Und da wollen wir hin. Genau. Für alle Anfänger in dem Bereich, für alle, die vielleicht einen Trick noch lernen möchten, den sie noch nicht können, in ihrem Repertoire haben. Für alle älteren Herren, die nach 10, 20 Jahren der Versenkung wieder auftauchen und anfangen, cooles Zeug zu machen. Genau, für all diese Leute. Und natürlich auch für alle, die es interessiert, die einfach nur den Sport cool finden, schön finden. Für all diese Leute ist dieser Kanal. Und ich bin mal gespannt, wo sich das Ganze entwickelt. Ja, ich werde jetzt mal die Beinchen hochlegen und wünsche euch mega viel Spaß und habt eine gute Zeit und rollt schön, meine Lieben. Noch einen kleinen Striptease vor der Kamera. Genau, so viel Schutzausrüstung benötigt man. Sollte man haben. Dann ist es auch einigermaßen safe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.